Sie wollen ihn reiten? Ja, warum denn nicht? Lancelot ist unberechenbar, das wissen Sie. Ja, aber er vertraut mir inzwischen. Und das ist das Entscheidende. Sie gehen also weg? Sie. Und ich habe mich gefragt, ob du nicht meine Eisdiele übernehmen möchtest. Es geht um die Korrektur eines Testaments. Wahrscheinlich sollen Sie der neue Erbe sein. Rufen Sie einen Arzt. Frau de Mauron, können Sie mich hören? Das Pferd weg. Frau de Mauron. Cécile. 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 Ich soll Ihre Eisdiele übernehmen. Was hältst du davon? Ich esse Eis für mein Leben gern, aber einen Eissalon führen? Wie kommt sie ausgerechnet auf mich? Für italienisches Eis braucht man Fantasie. Die hast du. Ja, ich glaube nicht, dass das alleine reicht. Als du mich gestern vertreten hast, hattest du sofort alles im Griff. Du hast Erfahrung in der Gastronomie und du brauchst Arbeit. Hm? Ich habe keinen Schimmer, wie man Eis überhaupt macht. Dir würde ich mein Geheimrezepte überlassen. Wäre das nichts für dich? Eine eigene Aufgabe? Eigener Chef sein? Hm? Denk drüber nach. Jetzt wird gefeiert. Keine Widerrede, es ist dein Tag heute. Pensaci! Tanzen ist das beste Mittel gegen Kummer. Noch vor Schokoladeneis. Die Entscheidung der Richter fällt in den nächsten Tagen. Das heißt, wenn nichts Unvorhergesehenes passiert, wird sein Einspruch abgewiesen und Beatrices Testament ist endlich rechtskräftig. So ist der Stand der Dinge. Ich habe ja gleich gesagt, das Testament anzufechten war reine Schikane. Der Notar wird sich dann direkt an Sie wenden. Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Dankeschön. Auf Wiedersehen. Tja, schlechte Nachrichten. Bald ist es aus für dich bei Media. Hier auf Schönberg übrigens auch. Am besten, du fängst schon mal an zu packen. So viel hat er ja gar nicht. Er ist doch mit leeren Händen gekommen. Dieses Testament ist nicht Beatrices letzter Wille. Und wenn es sowas wie Gerechtigkeit gibt, dann... Gerechtigkeit? Dass du dieses Wort überhaupt kennst. Von Maybach her. Wie weit sind Sie mit meinem Auftrag? Was? Ich habe doch gesagt, es ist dringend. Ich brauche das Testament heute. Also, ich treffe heute Abend 20 Uhr um No Limits. Ich wäre für die. Nee. Ich denke, die Party soll weitergehen. Das ist ja wohl eher was für eine Trauerfeier. Ja, ich glaube, Alexa braucht jetzt ein bisschen Rock'n'Roll. Meine Rede. Mach's wenigstens ein bisschen leiser. Ist ja gut, Oma. Heute entscheidest du. Sag mal, ist irgendwas los mit dir?
Du warst vorhin in der Eisdiele schon so komisch. Hm. Hat was mit Roberto zu tun. Ihr habt so lange gequatscht. Also, er hat mir angeboten, ob ich die Eisdiele pachten möchte. Nee, das ist ja der Hammer. Ey, hört mal, Alexa soll die Eisdiele übernehmen. Echt? Krass. Sorry. Nein, war nur ein Gag. Ja, was denn jetzt? Wie, stimmt also doch? Das ist jetzt nicht dein Ernst, Alexa. Willst du das ehrlich machen? Mal so einen eigenen Laden, das heißt... Wieso, das ist doch cool. Dann können wir Alexa immer zum Naschen besuchen. Also ich finde das auch geil. Aber kannst du dir das überhaupt leisten? Du musst doch bestimmt die ganze Einrichtung übernehmen. Meine Eltern und Tom zahlen mir einen Bausparvertrag. Der ist zwar nicht fällig, aber... Was ist, wenn du einen Kredit aufnimmst? Spinnst du? Am Ende steht Alexa mit einem Riesenhaufen Schulden da. Du sagst doch immer no risk, no fun. Das ist was völlig anderes. Das ist überhaupt nichts anderes. Und eine Eisdiele läuft immer. Eben, lass sie's doch mal versuchen. Das ist nicht mal eben versuchen. Das ist ja wohl eben. Halt doch mal auf und mach die Arme nicht völlig fertig. Sag mal, was denkst du denn überhaupt? Danke, Ludwig, dass du so schnell kommen konntest. Ist doch selbstverständlich. Und komm gut nach Hause. Frau Kepler. Bitte schön. Danke. Das war aber nicht viel. Bei einer Gehirnerschütterung sollte man reichlich trinken. Dr. Fernrohr meint doch, ich habe nur eine leichte Gehirnerschütterung. Ich habe den Eindruck, Sie nehmen die Anweisung meines Hausarztes nicht ernst. Doch, das tue ich, versprochen. Was haben Sie denn vor? Ich muss jetzt langsam mal los, ich bin noch verabredet. Ja, das kommt ja überhaupt nicht in Frage. Sie bleiben hier. Frau Kepler, mein Arzt hat Ihnen ausdrücklich Ruhe verordnet. Lassen Sie doch bitte eines der Gästezimmer herrichten. Die Mühe können Sie sich sparen. Tun Sie, was ich gesagt habe. Es gibt Angelegenheiten, da dulde ich keinen Widerspruch. Und die Gesundheit meiner Gäste gehört unbedingt dazu. Und was ist mit dem Selbstbestimmungsrecht Ihrer Gäste? Das wird in diesen Fällen außer Kraft gesetzt. Also gut. Und, haben Sie es dabei? War nicht ganz leicht, aber ich habe es fertig bekommen. Ja, wie? Darf ich bitten? Hallo. Wissen Sie schon, was ich bekomme? Ja, ein Glas Rotwein, aber eins von den besseren, bitte. Mhm. Trotz der Eile ein kleines Meisterwerk. Bei dem Honorar habe ich das auch erwartet. Bisher habe ich nur einen Bruchteil davon gesehen. Wir haben eine Abmachung. Der Rest kommt, wenn ich als Haupterbe eingesetzt bin. Ich werde das Testament morgen gleich so deponieren, dass es jemand Verlässliches findet. Dann ist es 0, nichts beim Notar. Hey, Daddy, was machst du denn hier? Hallo. Wir hatten gerade eine geschäftliche Besprechung. Sind aber gerade fertig damit. Genau, ich wollte gerade gehen. Ja. Ich melde mich dann wieder bei Ihnen. Das will ich hoffen. Ja? Ein Geschäftspartner? Naja, ein Senior-Texter von einer berühmten Werbeagentur. Der? Dabei sah er ziemlich merkwürdig aus. Schatz, du weißt doch, die Kreativen sind manchmal etwas seltsam. Mhm. Hm? Und warum triffst du dich hier mit ihm? Ja, die Atmosphäre ist hier viel lockerer. Da kommen gleich viel bessere Ideen. Sollten wir nicht mal ins Kino gehen? Gerne. Vielleicht was Spannendes mit Happy End. Als nächste Sonderaktion wiederholen wir die französische Weinwoche. Wie wäre es zur Abwechslung denn mal mit einer italienischen Weinwoche? Hm? Oh, Angelo, Sie wissen, ich bin sehr italophil, aber Alexa.
Guten Abend. Hallo, Alexa. Hi. Als kleine Entschuldigung. Ach, das wäre doch nicht nötig gewesen. Doch. Weil Sie haben mir eine Chance gegeben und ich hab's verbockt. Ja, Angelo, finden Sie eine Vase für diese wunderschönen Blumen? Ja. Alexa. Seien Sie nicht traurig. Sie haben doch selbst gemerkt, dass der Service in einem Sterne-Restaurant nicht Ihr Ding ist. Na, immerhin habe ich das ja gelernt. Was wollen Sie denn machen stattdessen? Ich weiß noch nicht so genau. Ach, Sie werden bestimmt etwas finden. Vielleicht schneller, als Sie denken. Bestimmt. So, und bevor du dein Täschchen hier noch vergisst, gib es dir mit. Ja, ich habe auch noch meine Sachen mitgebracht. Och. Ups. Bitteschön. Ciao. Ja, alles Gute, Alexa. Und wenn ich Ihnen irgendwie helfen kann... Vielen Dank. Ja, ich werde dann meinen. Ach, was machen wir nun mit der Weinwoche? Französisch natürlich. Das passt doch ganz gut. Dann können wir zu den Weinen den entsprechenden Käse aus der Region servieren. Ja, ja, ich wäre auch gern mal Chef. Hallo. Haben Sie einen besonderen Wunsch oder kann ich Ihnen eine unserer besonderen Eisspezialitäten empfehlen? Alexa. Alexa, was ist denn mit Ihnen? Ach, ich glaube, Sie träumen. Entschuldigung, ich war ganz woanders. Ich dachte schon, Sie können sich gar nicht von uns losreißen. Auf Wiedersehen, Frau Schneider. Besuchen Sie uns mal. Herr Schneider, guten Abend. Entschuldigen Sie bitte die späte Störung. Was gibt es denn so Dringendes? Ich habe da eine große Bitte. Ich vermute, im Büro meiner Frau gibt es noch wichtige Unterlagen, die dringend überarbeitet werden müssten. Gut möglich. Ich wäre Ihnen sehr dankbar, wenn Sie gleich morgen danach schauen könnten. Gern, aber sollten Sie das nicht lieber selbst erledigen? Um ehrlich zu sein, fürchte ich mich davor noch ein wenig. Es gibt da bestimmt noch eine ganze Reihe von persönlichen Dingen meiner Frau. Notizen, Erinnerungsstücke. Ja, verstehe. Ja. Wissen Sie, ich fühle mich dazu einfach noch nicht in der Lage. Machen Sie sich keine Gedanken. Ich bin morgen früh pünktlich im Büro. Haben Sie vielen Dank. Schönen Abend noch. Ja, Ihnen auch. Was sagst du jetzt schon wieder aus? Felix, du langweilst mich. Beatrice hat dich enterbt. Ihre persönlichen Dinge gehören ausschließlich Franziska und mir. Also noch ist das Testament nicht rechtskräftig. Und solange bin ich der Geschäftsführer und du hast bei Eurmedia nicht zu suchen. Da wirst du bald auch nichts mehr ausrichten können. Darauf würde ich nicht wetten. Kleiner. Hallo, Charlie. Ich muss dir für heute Abend leider absagen. Ach, wie schade. Ist dir was dazwischen gekommen? Ja, ein Pferd. Na, ich hatte einen kleinen Unfall. Ist aber nichts Ernstes, nur eine leichte Gehirnerschütterung. Cecile, damit ist nicht zu spaßen. Hör mal, soll ich bei dir vorbeikommen? Nein, nicht nötig. Ich bin noch auf Schloss Königsbrunn und bleibe auch über Nacht hier. Ach. Der Graf hat darauf bestanden. Naja, das hätte ich an seiner Stelle auch getan. Charlie. Oh, Verzeihung. Ist okay. Ich verstehe, er ist so um dein Wohl besorgt, dass er dich einfach nicht gehen lassen will. So schlimm ist es auch wieder nicht. Ich erzähle dir das alles morgen, ja? Natürlich. Ich wünsche dir gute Besserung, Schätzchen. Und eine ruhige, erholsame Nacht, ja? Danke. Alles in Ordnung? Ja, alles okay. Ehrlich, das ist zu viel. So viel kann ich im Juli gebrauchen, aber nicht im November. Ja, aber... Können Sie nicht eine Ausnahme machen? Bitte, nehmen Sie die Hälfte zurück. Ja, Herr Gut, Sie sind ja ein guter Kunde. Und Sie ein guter Mensch. Okay.
Ach, ciao Alexa, come stai? Bene. Gibt es Schwierigkeiten? Halb so wild. Der Umsatz um diese Jahreszeit geht immer etwas zurück. Da muss man sich dann doch was Besonderes einfallen lassen. Was meinst du? Hast du eine Idee? Man muss das Angebot der Jahreszeit anpassen. Eine Wintereiskarte mit ganz passenden Kreationen. Ja, zum Beispiel, man könnte einen Schokoladeneisbecher nehmen und obendrauf eine Kirsche. Und wie soll der heißen? Na, Rudolf, das rotnasige Rentier natürlich. Aber man könnte auch eine Adventsaktion machen mit heißen Kirschen und heißen Himbeeren auf Eis. Das hört sich ja schon richtig lecker an. Hallo. Hi. Sag mal, du planst ja schon richtig. Hast du schon zugesagt, oder was? Ich mach's. Fantastico. Also dann herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Ich bin so froh, dass es Ihnen wieder besser geht. Ich habe eben nicht nur einen dicken, sondern auch einen harten Kopf. Aber um Lancelot machen Sie in den nächsten Tagen noch einen Bogen. Hm? Guten Morgen. Guten Morgen, Carla. Morgen. So früh schon Besuch? Frau de Meuron hat hier übernachtet. Sie hatte gestern einen Reitunfall. Wie geht es Ihnen denn? Alles okay. Ich habe nur noch eine kleine Beule. Das freut mich aber. Danke für Ihre Anteilnahme. Ich vermute, Sie haben sich auf Königsbrunn gleich wie zu Hause gefühlt. Davon gehe ich aus, Carla. Frau de Meuron ist unser Gast. Wie steht's auf der Auktion? Laufen die Vorbereitungen nach Plan? Papa, du möchtest doch unseren Gast jetzt nicht mit Geschäftlichem langweilen. Es ist kein Problem. Wenn Sie was Wichtiges zu besprechen haben, dann... Im Moment gibt es nichts Wichtigeres als Sie. Glauben Sie mir, Frau de Meuron. Wir alle nehmen Ihre Wünsche sehr ernst. Guten Morgen. Oh, pünktlich auf die Minute. Guten Morgen. Immer wenn ich in diesem Raum bin, habe ich das Gefühl, Beatrice kommt jeden Moment zurück. Lassen Sie, ich kümmere mich drum. Danke. Guten Morgen, Herr Schneider. Herr von Wallenbach, hallo. Ich muss nur ein paar Akten durchsehen, damit nichts in Verzug gerät. Geschäftsunterlagen. Ja, lassen Sie sich nicht stören. Ich wollte nur ein paar persönliche Dinge abholen. Ja. Carla, einen Moment bitte. Ich muss ins Büro. Es geht um dein unsägliches Verhalten beim Frühstück. Deine Erziehungsversuche kommen leider ein paar Jahre zu spät. Deine Anspielungen waren nicht nur von äußerst fragwürdigem Stil, sie waren auch hochgradig respektlos. Findest du? Ja, das finde ich. Frau de Meuron ist mein Gast. Ist es denn so abwegig, dass ihr euch näher gekommen seid, wenn sie jetzt schon bei uns am Frühstückstisch sitzt? Selbst wenn es so wäre, Carla, ist das immer noch meine Angelegenheit. Ach ja, das sehe ich anders. Die Familie geht es sehr wohl etwas an, ob Frau de Meuron sich einnisten will. Carla, ich verbitte mir diesen Ton. Die Räume sind wirklich größer, als ich gedacht habe. Es ist alles da, was du brauchst. Sie gehen also wieder zurück in die Heimat. Jetzt, wo ich meinen Salon in guten Händen weiß. Habe ich das
das eben richtig verstanden? Du übernimmst die Eisdiele? Ja. Ich glaub das nicht. Und um an die Kohle ranzukommen, überfällst du dann mal eben eine Bank. Über die Ablöse für die Geräte werden wir uns schon einigen. Du brauchst nicht alles auf einmal. Du kannst es mir nach und nach abstottern. Hm? Krieg dich wieder ein. Ich bin kein Kind mehr. Und ich habe keinen Bock, immer für andere zu schuften. Das müsstest du doch eigentlich verstehen, Anne. Es wird einfach Zeit, dass ich mein Leben selber bestimme. Und dass ich endlich was draus mache. Du kriegst das hin. Ich werde es euch beweisen. Wenn einen Vorteil hat die Eisdiele ja. Es sind immer genügend Shampoos da. Prosecco. Danke. Dankeschön. Salute auf die zukünftige Chefin. Salute. Salute. Ich glaube nicht, dass Mama glücklich wäre mit dem, was hier zurzeit geschieht. Darum geht es nicht, Carla. Es geht darum, dass ich von meiner Tochter ein Mindestmaß an Höflichkeit erwarten kann. Ist dem noch etwas hinzuzufügen? Nein. Francesca, möchtest du nicht auch, dass ich wieder glücklich werde? Und? Haben Sie schon etwas gefunden? Nichts wirklich Wichtiges. Sind Sie schon fertig? Ich habe noch einen wichtigen Termin und habe mir ein paar Unterlagen eingesteckt, damit ich sie mir nachher in Ruhe durchsehen kann. Aber dank Ihres Neffen bin ich schon fast fertig. Wie? Felix war hier? Ja, er ist die privaten Dinge Ihrer Frau durchgegangen. Herrn Schneider ging es wirklich nur darum, die laufenden Geschäftsvorgänge zu prüfen. Lars Schneider, immer korrekt und zuverlässig. Was man von Bernd ja nicht gerade behaupten kann. Es war absolut richtig, dass du sofort in die Firma gefahren bist. Er hat das Recht, sich hier umzusehen. Ja, sicher, klar. Hat er denn irgendwas mitgenommen? Fotos, Briefe, Schminkutensilien. Sonst nichts? Doch. Ein Notizbuch Ihrer Frau. Beatrice Privatsachen gehen ihr nichts mehr an. Dir ist da was rausgefallen. Das gibt's ja nicht. Wieso? Was ist das? Ein Testament. Noch eins? Beatrice hat Bernd als Haupterben eingesetzt. Und so geht es weiter. Es geht um das Testament. Findest du es nicht ein bisschen merkwürdig, dass Beatrice noch eins geschrieben hat? Überhaupt nicht. Die Menschen ändern ihre Meinung genauso wie ihren letzten Willen. Eigentlich war ich ja heute mit Carla verabredet. Wir wollten uns einen schönen Frauenabend machen. Frauenabend. Ihr meint also, einer von uns dreien passt hier nicht so ganz rein. So ist es. To